Weißt du, normalerweise, wenn wir über so etwas wie, sagen wir mal, das Reparieren eines Motors sprechen oder eine medizinische Diagnose, dann gibt es da diese Erwartung von absoluter Präzision. Ja, genau. Wie bei so Ingenieuren, ne? Alles muss exakt passen. Richtig, genau das meine ich. Du brichst dir den Arm, das Röntgenbild zeigt diese zackige weiße Linie und der Arzt zeigt einfach darauf, völlig emotionslos und sagt, da ist es, da ist das Problem. Mhm, das ist halt ein wunderbar klares, binäres System. Es funktioniert oder, naja, es funktioniert eben nicht. Der Knochen ist gebrochen oder intakt. Wir Menschen lieben ja diese Art von Kategorisierung. Total, weil sie uns Sicherheit gibt. Und genau diese Sicherheit suchen wir eben auch, wenn wir etwas Neues lernen. Aber dann betrittst du die Welt des Sprachenlernens. Oh ja, da hört die Sicherheit dann ganz schnell auf. Absolut. Speziell, wenn du versuchst, die deutsche Sprache so auf dem A2, B1-Niveau zu meistern. Vielleicht mit Podcasts oder im echten Leben. Und plötzlich stellst du fest, diese geliebte Röntgenmaschine ist total kaputt. Ja, die zeigt dann nur noch Rauschen an, sozusagen. Genau. Wir blicken auf eine Landschaft, die, naja, ehrlich gesagt, extrem trübe ist. Und heute nehmen wir genau diese trübe Landschaft in unserer ausführlichen Analyse mal komplett auseinander. Das ist auch mega wichtig, finde ich, weil viele Lernende da echt verzweifeln. Ja, wir schauen uns heute an, warum der Weg zur fließenden Sprache oft so unfassbar frustrierend ist. Und wir nutzen dafür Notizen, die die typischen Stolpersteine von Deutschlernenden analysieren. Unser Ziel für dich, ja, genau dich, der uns da gerade zuhört, ist es, all diese unnötigen Umwege endlich zu streichen. Wir wollen dir quasi zeigen, wie dein Gehirn beim Sprachenlernen wirklich tickt. Denn der spannendste Aspekt dieser ganzen Aufzeichnungen ist eigentlich die Grundannahme, die dahinter steckt. Ah, du meinst dieses Vorurteil, das wir alle haben? Genau das. Wir denken ja immer, Deutsch sei so wahnsinnig schwer wegen der Artikel oder der Fälle oder dieser gefürchteten, endlos langen Sätze, bei denen das Verb dann ganz am Ende steht. Oh Gott, ja, die berühmt-berüchtigten Schachtelsätze. Richtig, aber psychologisch gesehen ist die deutsche Grammatik gar nicht unser größter Feind. Das ist der Punkt. Der wahre Endgegner, das ist unsere eigene Psychologie. Wir stehen uns permanent, also wirklich pausenlos, selbst im Weg. Das heißt, bevor wir überhaupt anfangen können, über Vokabellisten zu reden oder den Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ zu debattieren, müssen wir eigentlich dieses mentale Blockieren verstehen. Absolut. Das ist Schritt eins. Ohne das geht gar nichts. Weil ich sehe das ja so oft. Viele Leute fangen mit dieser enormen Motivation an. Die lesen Bücher, machen jede Grammatikübung, die sie in die Finger bekommen. Die bauen sich im Kopf so eine riesige, wunderschöne Bibliothek an theoretischem Wissen auf. Mhm. Alles ist perfekt sortiert in dieser Bibliothek. Genau. Aber wenn es dann ans Sprechen geht, passiert nichts. Einfach Stille. Woran liegt das? Das ist so ein absoluter Klassiker. Psychologen sprechen hier oft von einem extrem hohen affektiven Filter. Affektiver Filter, okay, das musst du kurz erklären. Ja, stell dir das vor wie so eine Mauer im Kopf. Der Lernende ist so sehr mit seiner inneren Stimme beschäftigt, die fragt pausenlos, oh Gott, was passiert, wenn ich das falsche Wort benutze? Was denkt die Person mir gegenüber, wenn meine Aussprache furchtbar ist? Aha, verstehe. Diese ständige Angst, sich irgendwie blamieren zu können, oder? Exakt, diese soziale Angst führt zu einer Art kognitiver Schockstarre. Der Fokus liegt dann plötzlich gar nicht mehr auf dem Übermitteln einer Information. Es geht nur noch um reinen Selbstschutz. Man möchte unter keinen Umständen als inkompetent wahrgenommen werden. Boah, ich kenne das so gut von mir selbst, als ich angefangen habe, Spanisch zu lernen. Man entscheidet sich dann lieber, einfach gar nichts zu sagen, anstatt das Risiko einzugehen, irgendwie fehlerhaft zu klingen. Und das ist halt fatal für den Lernprozess. Aber das ist doch eigentlich völlig paradox, oder? Also wenn man sich anschaut, wie der Mensch natürlicherweise lernt, ich muss da sofort an ein kleines Kind denken. Ja, das ist der beste Vergleich, den man ziehen kann. Ein Kind setzt sich ja nicht 3 Jahre lang still in die Ecke, studiert da im Geheimen irgendwelche Dudenregeln und öffnet dann eines Tages den Mund, um perfektes, fehlerfreies Hochdeutsch zu sprechen. Eben nicht. Das Gehirn eines Kindes hat dieses ganze Ego-Problem schlichtweg nicht. Es hört, es plappert einfach drauf los, es macht ununterbrochen Fehler und es registriert die Reaktionen in der Umgebung.
Und passt sich dann quasi an. Genau. Es passt diese Fehler beim nächsten Mal minimal an. Das ist ein rein iterativer Prozess. Wenn du als Erwachsener darauf wartest, dass deine innere Grammatikmaschine perfekt kalibriert ist, bevor du das erste Mal den Mund aufmachst, tja, dann wird dieser Tag niemals kommen. Denn Sprache ist organisch, nicht mathematisch. Da gibt es in unseren Aufzeichnungen ja dieses wunderbare, extrem greifbare Bäckereibeispiel. Das passt hier gerade perfekt. Oh ja, das finde ich großartig. Lass mal hören. Also stell dir vor, du stehst morgens beim Bäcker. Dein Ziel ist es, ein Brötchen zu bekommen. Du sagst also, guten Morgen, ich möchte ein Brot bitte. Ein sehr simpler, funktionaler Satz. Genau. Und selbst wenn deine Betonung völlig schief ist oder du den falschen Artikel benutzt hast, der Bäcker wird dich nicht aus dem Laden werfen, ne? Definitiv nicht, der will ja sein Brot verkaufen. Richtig. Er wird dir dein Brot geben. Die primäre Funktion von Sprache, nämlich Kommunikation, war in diesem Moment zu 100% erfolgreich. Und das ist ein massiver Paradigmenwechsel für so viele Lernende. Das Ziel muss Kommunikation sein, nicht Perfektion. Kommunikation vor Perfektion. Das ist ein super Leitsatz. Absolut. Und ein weiterer fataler psychologischer Fehler, der da total mit reinspielt, ist die permanente Vergleichsfalle. Kennst du sicher auch. Oh ja, das Vergleichen mit anderen. Furchtbar. Du sitzt im Deutschkurs, neben dir sitzt jemand, der spricht total fließend und sofort schrillen bei dir die inneren Alarmglocken. Du denkst, warum bin ich so schlecht? Warum kapiert mein Gehirn das einfach nicht? Man vergleicht quasi sein eigenes Kapitel 2 mit dem Kapitel 10 einer völlig anderen Person, ohne deren Vorgeschichte zu kennen. Richtig, du siehst ja diesen unsichtbaren Rucksack nicht, den dieser Mensch trägt. Vielleicht lernt diese Person schon 2 Jahre länger als du. Oder sie ist jeden Tag von der Sprache umgeben, oder Ja, vielleicht arbeitet sie in einem Umfeld, in dem 8 Stunden am Tag Deutsch gesprochen wird. Oder, und das macht extrem viel aus, vielleicht hat ihre Muttersprache eine Struktur, die dem Deutschen sehr ähnlich ist. wie bei Niederländisch und Deutsch, ne? Das ist ja sehr nah beieinander. Genau. Ein Niederländer wird bestimmte deutsche Konzepte wahnsinnig schnell greifen, im Vergleich zu jemandem, dessen Muttersprache, sagen wir mal, Mandarin ist. Der einzige sinnvolle Maßstab ist immer nur dein eigenes früheres Ich. Das ist ein toller Gedanke. Sich nur mit sich selbst von gestern vergleichen. Ja, wenn du vor 3 Monaten am Telefon vor Angst erstarrt bist und heute einen Arzttermin, vielleicht stotternd, aber erfolgreich auf Deutsch vereinbaren kannst, dann ist das neurologisch gesehen ein gewaltiger Erfolg. Okay, aber lass mich hier mal kurz einhaken. Spiel mal kurz den Advocatus Diaboli. Das klingt jetzt alles sehr ermutigend. Einfach die Angst ablegen und wie das Kind in der Bäckerei drauf losplappern. Mhm, Aber, mhm. aber bergen diese ständigen unkorrigierten Fehler nicht ein massives Risiko? Also prägt sich mein Gehirn dann nicht völlig falsche Strukturen ein, wenn ich immer und immer wieder dasselbe falsche Wort benutze? Das ist ein echt berechtigter Einwand und der kommt sehr oft von Perfektionisten. Aber die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrungen zu verändern, die braucht genau diese Reibung in der Realität. Reibung bedeutet in dem Fall, dass jemand merkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Genau. Wenn du sprichst und einen Fehler machst und dein Gegenüber schaut für den Bruchteil einer Sekunde verwirrt oder wiederholt das Wort in der richtigen Form, dann registriert dein Gehirn diesen Moment der Dissonanz. Dieses kurze Stocken im Gespräch. Richtig. Dieser winzige emotionale Moment des so heißt das also, der brennt sich viel, viel tiefer in dein Gedächtnis ein als jede Vokabelkarteikarte, die du stumpf auswendig lernst. Das leuchtet absolut ein. Die Angst vor dem Fehler, die uns stumm macht, raubt uns also diese essentiellen Reibungspunkte? Exakt. Du nimmst dir selbst die Chance zu lernen. Okay, wir müssen also unser Ego an der Tür abgeben. Angenommen, wir haben diese mentale Hürde gemeistert. Wir sind furchtlos, wir wollen lernen. Jetzt stürzen sich viele hochmotiviert auf das Material. Und zack landen sie direkt in der nächsten großen Falle, dem Überkonsum. Oh ja, vom Regen in die Traufe sozusagen. Genau, wir wechseln also von der mentalen Blockade zur physischen Umsetzung des Lernens. Hier zeigt sich sehr oft ein fast schon tragischer, weil völlig falsch dosierter Enthusiasmus. Menschen entscheiden sich, Deutsch zu lernen und wollen sofort alles. Das klassische Szenario, ne? Jemand schreibt sich eine Liste mit 100 neuen Wörtern auf und beschließt, mega ehrgeizig,
Heute lerne ich die alle auswendig. Und das Resultat ist immer, wirklich immer dasselbe. Nach einer Stunde brummt dir der Schädel und am nächsten Morgen ist das Blatt im Kopf wieder fast völlig weiß. Ja, das ist so, als würde ich versuchen, meine gesamte empfohlene Kalorienmenge für eine ganze Woche an einem einzigen Sonntagmittag in mich hineinzustopfen. Sehr schönes Bild, ja? Der Körper bricht unter dieser Last einfach zusammen. Der kann die Nährstoffe gar nicht auf einmal verarbeiten. Das ist eine sehr treffende Analogie. Der Hippocampus, also der Bereich in unserem Gehirn, der für das Speichern neuer Erinnerungen zuständig ist, hat nun mal eine begrenzte Aufnahmekapazität. Der ist irgendwann einfach voll. Genau. Wenn wir ihn überfluten, wie beim sogenannten Binge-Lernen, also sonntags 3 Stunden exzessiv büffeln und dann tagelang nichts tun, dann wird der Großteil der Informationen einfach wieder aussortiert. Das Gehirn braucht Pausen. Und vor allem Schlaf, um diese kurzfristigen Eindrücke in langfristige synaptische Verbindungen umzubauen. In diese neuronalen Autobahnen, von denen immer gesprochen wird, oder? Am Abend, das schafft Gewohnheiten. Und das signalisiert im Gehirn dann wahrscheinlich auch, dass diese Sprache jetzt wichtig ist, oder? Exakt. Es zeigt dem Gehirn, hey, diese Sprache ist jetzt ein überlebenswichtiger Teil unserer täglichen Realität. Kleine Portionen, die aber regelmäßig kommen. Ich finde den Ansatz aus unseren Notizen da auch genial. Der sagt, lerne nicht 100 tote Wörter am Tag, lerne lieber nur 5, aber erwecke sie sofort zum Leben. Das ist der Schlüssel zum aktiven Wortschatz. Ja, denn wenn ich mir isoliert der Schlüssel, der Termin und die Rechnung merke, sind das nur abstrakte Datenpunkte. Aber wenn ich mir angewöhne, direkt Sätze zu bilden wie »Verdammt, wo ist mein Schlüssel?« oder »Ich habe morgen einen Termin«, dann verknüpfe ich die Vokabel doch sofort mit einer Emotion und einer echten Situation. Ne? Absolut. Und genau an diesem Punkt müssen wir auch über die Wahl der Medien sprechen. Viele Lernende wollen so schnell wie möglich in diese Muttersprachlerwelt eintauchen. Oh ja, das kenne ich auch. Jemand lernt seit ein paar Monaten, fühlt sich eigentlich ganz gut und schaltet dann abends einen hochkomplexen deutschen Thriller ein. Schlimmste Idee überhaupt. Ja, die Schauspieler murmeln, sie benutzen Dialekte, der Satzbau ist mega verschachtelt. Nach wenigen Minuten ist der Lernende völlig überfordert, schaltet frustriert ab und denkt, mein Deutsch ist eine absolute Katastrophe. Dabei war ja nicht das Deutsch des Lernenden das Problem, sondern einfach das Werkzeug. Das Material war für das aktuelle Level völlig unbrauchbar. Genau. In der Sprachwissenschaft nennt man das Comprehensible Input, also verständlichen Input. Das Gehirn muss den Großteil des Inhalts bereits verstehen, um diese wenigen neuen, unbekannten Wörter aus dem Kontext heraus entschlüsseln zu können. Macht Sinn. Wenn alles nur Rauschen ist, schaltet das Gehirn einfach ab. Richtig. Man braucht also Material wie etwa spezielle Deutsch-Podcasts für das A2-B1-Niveau. Gleichzeitig darf man sich aber auch nicht nur auf steril abgemischte Lehrbuch-CDs verlassen. Weil echte Menschen nun mal nicht in perfekter Studioqualität sprechen, ne? Eben, sie atmen, sie verschlucken Silben, sie lassen Sätze unvollendet. Das muss man auch trainieren. Man muss also diese goldene Mitte finden. Echte gesprochene Sprache, aber thematisch und in der Geschwindigkeit so aufbereitet, dass mein Gehirn eine Chance hat, überhaupt Muster zu erkennen. Genau das ist die Kunst. Das bringt uns eigentlich direkt zu einem der spannendsten Teile, finde ich, der Mechanik der Sprache. Wenn wir die richtige Dosis gefunden haben, wie genau eignen wir uns dann diese Bausteine an? Ein riesiges Problem, das mir selbst extrem bekannt vorkommt, ist der sogenannte Übersetzungsreflex. Oh, das ist wahrscheinlich einer der größten Bremsklötze für den Lesefluss überhaupt. Das musst du genauer erklären. Du liest einen Text, stößt auf ein unbekanntes Wort und bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, hast du schon das Smartphone in der Hand, um es zu übersetzen. Es ist ein echter Reflex. Man hält diese Ungewissheit einfach nicht aus. Man will sofort wissen, was das heißt. Aber das Problem ist, nach 2 Sätzen hast du das Handy 3-mal gezückt. Der Rhythmus ist komplett zerstört. Du weißt gar nicht mehr, worum es in dem Text eigentlich ging. Das Lernen wird zu einer endlos langsamen, quälenden Aufgabe. Und man macht die Arbeit gar nicht selbst, oder? Richtig. Du beraubst dein Gehirn um eine seiner wichtigsten Fähigkeiten, nämlich die Mustererkennung. Unsere Notizen verdeutlichen das an einem simplen Satz. Lass mal hören. Angenommen, du liest, heute nehme ich einen Regenschirm mit, weil es draußen stark regnet. Du hast das Wort Regenschirm noch nie in deinem Leben gehört.
Wenn du jetzt sofort das Handy nimmst, bekommst du die Antwort ohne eigene kognitive Leistung. Ja, die App denkt für mich. Genau. Wenn du aber kurz innehältst, sieht dein Gehirn, okay, es geht um das Wetter, es regnet stark, jemand nimmt diesen speziellen Gegenstand mit. Die logische Schlussfolgerung rattert quasi im Hintergrund. Es muss dieser Gegenstand sein, den man aufspannt, um nicht nass zu werden. Ich brauche Google Translate in diesem Moment überhaupt nicht. Und weil du diese kognitive Brücke selbst gebaut hast, wird sich das Wort Regenschirm viel tiefer in deinem Gedächtnis verankern, als wenn eine App es dir einfach vorgekaut hätte. Das ist ein toller Aha-Moment. Natürlich darfst du das Wort später noch einmal nachschlagen, um absolut sicher zu gehen. Aber der erste Impuls sollte immer sein, den Kontext zu scannen. Und wenn wir über diese Bausteine, über Nomen wie den Regenschirm sprechen, dann kommen wir an einem spezifisch deutschen Problem nicht vorbei. Oh, ich ahne es schon. Etwas, das viele am Anfang gerne aus Bequemlichkeit ignorieren, ne? Ganz genau. Boah, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Die Artikel. Der, die, das. Ich kenne so viele Leute, die am Anfang sagen, ach komm, ob es nun der Tisch, die Tisch oder das Tisch heißt, der andere weiß doch, was ich meine. Das Wort Tisch reicht völlig. Und dieser Gedanke ist halt so wahnsinnig verführerisch, weil er am Anfang so viel Energie spart. Aber es ist, als würdest du ein Haus ohne Fundament bauen. Das stürzt irgendwann ein. Genau. Die Quelle, auf die wir uns hier stützen, warnt davor ausdrücklich. Man darf niemals nur Haus oder Arbeit lernen, es muss immer das Haus und die Arbeit sein. Weil das Deutsche eben so aufgebaut ist, ne? Ja, das Deutsche ist eine stark flektierende Sprache. Das bedeutet, das gesamte spätere Grammatiksystem, wie sich Adjektive verändern, wie die vier Fälle gebildet werden, hängt wie ein Spinnennetz an diesem einen kleinen Artikel. Wenn du den Artikel nicht kennst, wird dein grammatikalisches Konstrukt später bei jedem komplexeren Satz gnadenlos in sich zusammenstürzen. Da muss ich jetzt aber mal kurz dazwischen grätschen. Wenn diese Struktur, also die Grammatik, das absolute Gerüst der Sprache ist, warum ist es dann ein solches Problem, wenn Leute sich fast ausschließlich darauf konzentrieren? Wie meinst du das? Naja, es gibt doch diese extrem fleißigen Lerner, die können dir nachts um 3 erklären, wann eine Präposition den Dativ und wann sie den Akkusativ verlangt. Die kennen jede verdammte Ausnahme. Ist das nicht gut? Das ist ein exzellenter Punkt. Ja, Grammatik ist das Skelett der Sprache, aber ein Skelett ohne Muskeln, ohne Sehnen, ohne Fleisch kann sich nicht bewegen. Es ist ein totes Konstrukt. Okay, das ist ein hartes Bild, aber es passt. Stell dir vor, du hast den perfekten Architekturplan für ein Haus. Du weißt exakt, wo jede tragende Wand hin muss, aber du hast keine Ziegelsteine. Vokabeln, Hörverstehen und vor allem die Praxis, das sind deine Ziegelsteine. Das heißt, ohne Vokabeln nutzt mir die beste Grammatik nichts. Genau. Wenn du auf der Straße stehst und jemand fragt dich spontan, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Dann nützt dir dein theoretisches Wissen über das Perfekt überhaupt nichts, wenn dein Gehirn nicht schnell genug die Wörter für Kino, Freunde und Popcorn abrufen kann. Man friert einfach ein. Ja. Sprache ist keine Mathematikaufgabe, die man auf dem Papier löst. Sie ist ein dynamisches Werkzeug. Das Bild mit dem Skelett und den Ziegelstein ist extrem treffend. Das führt uns eigentlich zu der größten Transformation, die ein Lernender durchmachen muss. Wir haben jetzt die psychologischen Hürden abgebaut. Wir wissen, dass wir in Kontexten und kleinen Dosen lernen müssen. Aber das alles ist ja immer noch sehr passiv. Ja, das Wissen liegt bisher nur im Kopf. Genau. Die Frage ist also, wie werden wir vom passiven Konsumenten, der stundenlang zuhört, zum aktiven Kommunikator? Die Gefahr des passiven Lernens ist die sogenannte Illusion der Kompetenz. Du hörst einen wunderbaren Podcast auf Deutsch, du nickst mit, du verstehst 80%, du fühlst dich fantastisch produktiv. Ein tolles Gefühl eigentlich. Ja, aber dann nimmst du die Kopfhörer ab und gehst deines Weges. In dem Moment hast du zwar dein Hörverständnis trainiert, aber eben nicht die Fähigkeit, Sprache selbst zu produzieren. Der Sprung in die Aktivität ist das, was wirklich, also nachhaltig Fortschritte bringt. Und wie genau erzwinge ich diesen Sprung im Alltag, ohne dass es sich anfühlt wie, naja,
Eine Strafarbeit in der Schule. Indem man den Input unmittelbar an den Output koppelt. Wenn der Podcast vorbei ist, zwinge dich dazu, 3 Wörter aufzuschreiben, die neu für dich waren. Bilde einen einzigen eigenen Satz damit. Das klingt machbar. Oder, noch einfacher, fass den Inhalt der Episode in 2 Sätzen laut für dich selbst zusammen. Zum Beispiel, heute ging es um die Probleme im Büro. Das zwingt dein Gehirn, die Rolle von der reinen Aufnahme auf die Produktion umzuschalten. Sehr cool. Und hier lauert einer der tückischsten Mechanismen, wenn es um die Sprachproduktion geht. Das permanente Übersetzen im Kopf. Oh ja, das ist der Klassiker. Man formuliert einen brillanten, wahnsinnig komplexen Gedanken in seiner Muttersprache und dann versucht man diesen Satz Wort für Wort wie so eine kleine Maschine ins Deutsche zu übersetzen. Was zwangsläufig zu sehr komischen Situationen führt, weil Sprachen eben keine Spiegelbilder voneinander sind. Jede Sprache hat ihre eigene Architektur, ihre eigene Melodie. Wenn du mental übersetzt, erzeugst du einen enormen kognitiven Stau. Einen Stau. Wie genau? Du bist immer ein paar Sekunden hinter der echten Konversation zurück, weil du erst übersetzen, dann die deutsche Grammatik anwenden und dann erst sprechen musst. Das ist anstrengend. Mega anstrengend. Die Lösung für dieses Problem ist so simpel wie genial. Entwickle einen deutschen inneren Monolog. Okay, lass uns das mal durchspielen. Anstatt dass ich an der Haltestelle stehe und auf Englisch denke, "The bus is late again, I'm going to miss my meeting", versuche ich also, die Realität direkt in der neuen Sprache zu greifen. Exakt. Du koppelst den Gedanken komplett von der Muttersprache ab. Wenn du morgens aufstehst, denke direkt den einfachen deutschen Satz, ich bin müde. Beim Kaffeemachen denkst du, der Kaffee riecht gut. Auf dem Weg zur Arbeit, der Bus kommt. Das trainiert dein Gehirn, Konzepte und Objekte direkt mit deutschen Wörtern zu verknüpfen, ohne den Umweg über die Übersetzungszentrale nehmen zu müssen. Das ist eigentlich total faszinierend. Wenn ich das konsequent mache, bedeutet das ja, dass ich pausenlos den ganzen Tag über unsichtbar üben kann. Niemand in meiner Umgebung merkt, dass ich gerade intensiv an meinen Sprachfähigkeiten arbeite. Und es hat noch einen Vorteil. Es zwingt einen dazu, die Dinge einfach zu halten. Stimmt. Man verliert sich nicht in diesen riesigen, verschachtelten Sätzen, bei denen man am Ende gar nicht mehr weiß, wie das Hauptverb ganz am Anfang lautete. Genau. Das Perfektionsstreben verleitet uns ja oft dazu, zu kompliziert sprechen zu wollen. Ein Satz wie, ich konnte gestern leider nicht zum Deutschkurs erscheinen, da ich aufgrund dringender Verpflichtungen länger am Arbeitsplatz verweilen musste, der ist grammatikalisch toll, aber kognitiv extrem anstrengend für jemanden auf B1-Niveau. Wer redet denn auch so? Eben. Ich konnte gestern nicht kommen, ich musste arbeiten. Das reicht doch völlig aus. Die Botschaft ist angekommen. Effizienz vor Akrobatik, sage ich da immer. Effizienz vor Akrobatik. Sehr gut. Das sind wirklich mächtige Werkzeuge. Und um all diese psychologischen und strategischen Ansätze jetzt mal greifbar zu machen, zeichnen unsere Notizen am Ende ein wunderbares Bild. Sie synthetisieren all diese Erkenntnisse in einer fiktiven Figur. Einem idealen Deutschlerner namens Daniel. Ah, Daniel. Ja. Lass uns doch mal einen Tag im Leben von Daniel durchgehen. Das fasst alles so wunderbar zusammen. Sehr gerne. Daniels Tag ist nämlich das perfekte Beispiel dafür, wie man ohne Überforderung maximale Ergebnisse erzielt. Okay, wie startet er in den Tag? Es beginnt schon morgens. Während viele von uns beim ersten Kaffee direkt durch Social-Media-Feeds in ihrer Muttersprache wischen, nutzt Daniel diese 5 Minuten, um einen kurzen, verständlichen deutschen Podcast zu hören. Clever. Und während er am Frühstückstisch sitzt, wendet er direkt diese Technik des inneren Monologs an. Er denkt keine hochphilosophischen Konzepte, er schaut auf seinen Teller und denkt, ich esse Brot. Danach gehe ich zur Arbeit. So simpel. Und dann verlässt er das Haus und ist auf dem Weg zur Arbeit. Am Bahnhof sieht er auf dieser großen Leuchttafel ein Wort rot blinken. Verspätung. Genau. Er kennt das Wort nicht, aber er greift eben nicht panisch in die Tasche nach seinem Handy, um eine Übersetzungs-App zu öffnen. Sondern? Er schaut auf die Uhr,
Er sieht, dass der Zug um 8 Uhr kommen sollte. Es ist aber schon 10 nach 8. Er nutzt sein Umfeld als Wörterbuch. Ah, er kombiniert. Der Zug ist nicht da, die Zeit ist abgelaufen. Dieses rote Wort muss bedeuten, dass sich etwas verzögert. Exakt. Dieser kleine Moment der Deduktion speichert das Wort Verspätung fest in sein Vokabular ab. Später, im Büro, passiert dann der ultimative Test seiner neuen Einstellung. Was passiert? Ein Kollege spricht ihm im Flur ganz schnell an. Daniel versteht den Satz akustisch einfach nicht. Früher hätte dieser affektive Filter, von dem wir sprachen, sofort zugeschlagen. Die Angst, inkompetent zu wirken. Er hätte vielleicht höflich gelächelt, genickt und gehofft, dass es keine direkte Frage war. Oh Gott. Eine Situation, die wir alle 100-mal erlebt haben. Einfach nicken und lächeln. Ja, furchtbar, oder? Aber Daniel macht jetzt etwas völlig anderes. Er akzeptiert, dass er nicht perfekt ist und fragt ganz simpel nach. Er sagt: Entschuldigung, kannst du das bitte noch einmal sagen? Er nutzt die Konversation aktiv, anstatt aus ihr zu fliehen. Das ist stark. Und wie beendet er seinen Tag? Am Abend rundet er diesen Tag super entspannt ab. Er setzt sich nicht für ein 3-stündiges Marathonlernen an den Schreibtisch. Er nimmt sich vielleicht 15 oder 20 Minuten. Er schreibt genau 3 Wörter auf, die ihm an diesem Tag begegnet sind. Vielleicht auch das Wort Verspätung vom Morgen. Okay. Und dann? Er bildet 3 kleine Sätze damit. Das war's. Er schließt sein Notizbuch und lässt sein Gehirn im Schlaf die neuen synaptischen Verbindungen knüpfen. Wahnsinn. Was mich an Daniels Tag so sehr fasziniert, ist, wie unglaublich unspektakulär das alles wirkt. Wenn man sich das ansieht, da ist kein Drama. Da sind keine Tränen der Frustration, keine Berge von Lehrbüchern, kein wochenendfüllendes Pauken. Es sind einfach nur klitzekleine, sehr gezielte und vor allem bewusste Entscheidungen im Alltag. Weil Konsistenz in Kombination mit Alltagsrelevanz immer diese isolierte Intensität schlägt, oder? Absolut. Der Lerner, der jeden Tag diese unspektakulären 20-Minuten-Routinen einbaut, der wird nach 6 Monaten einen massiven, richtig stabilen Fortschritt gemacht haben. Der Binge-Lerner, der sich nur am Sonntag quält und versucht, das System irgendwie auszutricksen, der hat zu diesem Zeitpunkt meistens schon völlig demotiviert aufgegeben. Und das ist die absolute Kernbotschaft unserer heutigen Analyse. Wenn wir noch einmal auf unser anfängliches Bild zurückkommen, vergiss diese Röntgenmaschine. Genau, wirf sie weg. Sprachenlernen ist kein klinisch sauberer Prozess. Es ist unordentlich, es ist organisch und das ist vollkommen in Ordnung so. Viele kleine, unperfekte Schritte summieren sich irgendwann zu einer fließenden Unterhaltung. Es ist ein kontinuierlicher Weg. Es ist kein Lichtschalter, den man einfach so umlegt. Am Ende unserer Notizen gibt es eine kleine, aber sehr wirkungsvolle mentale Übung. Ich lade dich ein, ja, genau dich, der uns vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder beim Abwasch zuhört, diese 3 Sätze jetzt einfach mal mental zu verinnerlichen oder sogar laut auszusprechen. Das ist ein toller Abschluss. Sie fassen alles zusammen. Erstens, ich habe keine Angst vor Fehlern. Zweitens, Fehler helfen mir beim Lernen. Und drittens, mein Deutsch wird jeden Tag besser. Das ist das Fundament. Wenn der Kopf mitspielt, folgt die Sprache fast von ganz allein. Hab den Mut, in das trübe Wasser zu springen. Es wird erst klarer, wenn man anfängt, darin zu schwimmen. Schön gesagt. Wir haben heute detailliert analysiert, wie du passiven Input in aktive Kommunikation verwandelst und warum dein Gehirn kleine Gewohnheiten liebt. Die Frage, die du dir jetzt stellen solltest, um direkt ins Handeln zu kommen, ist folgende. Welcher einfacher Alltagsgegenstand oder welche kleine, unscheinbare Morgenroutine könnte ab genau morgen früh dein Trigger sein, um deinen allerersten ganz bewussten deutschen Gedanken zu formulieren? Es braucht wirklich nur einen Moment. Danke, dass du bei unserer heutigen Analyse dabei warst. Wir hoffen, du konntest neue Perspektiven für deinen eigenen Weg mitnehmen. Viel Erfolg beim Ausprobieren und denk immer daran, Kommunikation schlägt Perfektion. Immer.